Einen wunderschönen guten Morgen und ein Gruß geht an alle DIY-Bastler da draußen, die selber ihre Webseite aufbauen wollen. Ich versuche euch ein bisschen zu helfen damit und will meine Erfahrungen teilen, und heute geht es darum, wie ihr eure Webseite sehr einfach und ohne Programmierkenntnisse upgraden könnt durch Call to Action. Das heißt nichts anderes wie eure Social Feed von Instagram oder Twitter in eure Webseite einzubauen. Newsletter, Instagram, Twitter, mein YouTube-Feed, hier oben, Entschuldigung, da, ne? Wo ich die Videos nochmal alles so ein bisschen aufsplittern kann, dass man die gezielt findet. Hier unten Bewertungen von Google. Es gibt aber auch ein All-in-One-Widget zum Beispiel, wo ihr Facebook, Google, Amazon, eBay, wo ihr im Prinzip eure kompletten Bewerbungen alle vereinen könnt in einem Widget. Schöner Mehrwert. Auch für die Webseite und für die Besucher, damit die einfach euch auch als Unternehmen besser kennenlernen. Ja, deswegen versuche ich einfach meine Erfahrungen hier weiterzugeben und bin auch aktiv auf der Elfsight Community Page und lade dort auch meine Videos hoch und sehe auch, dass da immer mehr deutsche Unternehmen sich tummeln. Deswegen freue ich mich da über euren Support. Besucht gerne die Community-Seite. Dort erfahrt ihr nicht nur Dinge über Elfsight, sondern auch über zum Beispiel Jonos, ne? Aber es sind halt auch andere Leute dort, die über Wix oder andere Baukastensysteme ihre Informationen austauschen. Und wenn ihr euch dafür interessiert und ihr wollt selber eure Webseite aufbauen, dann kann ich euch die Community nur wärmstens empfehlen. Ich arbeite mit den Elfsight People, so nennen die sich ja, jetzt schon 2 Jahre zusammen, und dadurch haben sich auch schon Freundschaften entwickelt. Als Quereinsteiger, der ich bin, ist es eine Riesenhilfe, von Profis ein bisschen Unterstützung zu bekommen, ob es jetzt im Sale ist oder beim Community-Aufbau. Ich versuche auch mit meinem YouTube-Kanal so eine kleine Community aufzubauen von Leuten, die halt Bock haben, ihre Webseite selber aufzubauen und vielleicht auch nicht die Kohle haben, sich eine Agentur dabei zu holen. Aber generell geht es ja auch um den Anreiz, das selber schaffen zu können. Das ist zum Beispiel mein Anreiz. Ich möchte das auch selber schaffen. Und ich werde jetzt mal zum Elfsight-Bereich wechseln. Und dann sind wir auch schon wieder am Anfang. Wunderbar. Also, wenn ihr könnt in diesem Bereich aber auch über meine Webseite erreichen. Das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Ihr geht hier oben auf das Menü, oder ihr könnt jetzt hier, habt das Design ein bisschen angepasst und freue mich da auch gerne sehr über Feedback, was ihr von dem Design haltet, ob alles gut zu ersehen ist, die Punkte, die ihr wissen wollt. Dann geht ihr hier auf Optimierung, auf Bewertungen zum Beispiel. So. Und dann habe ich das auch eingebettet bei mir in der Website. Das heißt, ihr könntet das auch direkt über meine Webseite machen, aber ihr könnt natürlich auch einfach hier auf den Button klicken und kommt dann hier hin. So, also machen wir jetzt hier mal weiter. Ihr sucht euch hier einfach nur das Design aus, gebt verschiedenste Möglichkeiten. Dann könnt ihr unten Continue with this Template. Es ist wirklich easy. WhatsApp, gebt ihr eure Nummer ein. Hier verbindet ihr euch einmal mit Facebook. Telegram braucht ihr nur euren Accountnamen, und bei Instagram braucht ihr nur euren Username. Die anderen Plattformen hier dienen auch der Monetarisierung. Das heißt, wenn ihr eure Dienstleistungen auch bezahlt anbieten wollt, dafür bieten sich diese Anbieter an. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum Content-Bereich. Und dann geht ihr einfach von oben nach unten die Punkte durch. Hier sucht ihr euch ein schönes Symbol aus. Ne? Ihr könnt immer sehen, alles was ihr hier macht, könnt ihr hier unten im kleinen Vorschaufenster könnt ihr sehen, was da passiert. Feedback. Ne? Hier könnte man jetzt Test, Kontakt hinschreiben von mir aus einfach mal. Ne? So. Dann in Header, hier könnt ihr das Bild austauschen. Könnt ihr einen anderen hinpacken. Elfsight bietet sogar Pictures an, die ihr nutzen könnt. Aber bietet sich natürlich immer an, sich selber darzustellen, ne? Keine Frage. Hier könnt ihr noch eine Message hinsetzen, die wird dann hier dargestellt. Und hier könnt ihr auch Reply Time, ist leider nicht auf Deutsch. Das finde ich sehr schade. Werde ich demnächst in der Community auch mal bekannt geben, weil das macht schon Sinn. So, wann haben wir hier? Da können wir raus.
Hier haben wir noch die Welcome Message. Da geht es dann hier drum. Ihr müsst euch auch nicht vorstellen, dass die Kommunikation dann innerhalb des Widgets stattfindet, sondern sobald der Besucher dann hier draufklickt, wird er zu Instagram, zu WhatsApp, wird er hingeleitet und kann dann in direkten Austausch gehen. Buttons. Das ist die Schrift hier oben. Dann könnt ihr hier die Einstellungen vornehmen, wenn ihr sagt, okay, ich möchte nicht, dass das ein schwebender Button ist. Floating Bubble heißt nichts anderes wie ein schwebender Button, im Jonos-Baukasten zumindest, sondern ihr könnt hier auch irgendwo einbinden. Also hier könnt ihr auch den Button einbinden, ihr könnt aber auch sagen, ich will nur das Chat-Fenster einbinden. Das könnt ihr auch fest in eure Webseite installieren. So, ich bleibe jetzt aber mal beim Floating Button. Hier könnt ihr noch das Center oder die linke Seite auswählen. Was haben wir hier? Pages. Hier könnt ihr klar definieren, soll das Widget auf allen Seiten dargestellt werden oder nur exklusiv Don't display chat on these pages. Hier könnt ihr Seiten ausschließen und hier könnt ihr sagen, auf welchen Seiten es dargestellt werden soll. Das ist eine schöne Möglichkeit, auch das gleiche Widget auf verschiedenen Seiten darzustellen mit einer anderen Anrede zum Beispiel. Ich sehe das so, Webseiten so zu gestalten mit den Möglichkeiten, die halt auch bezahlbar sind und durch Eigenleistung, indem ich halt, okay, jetzt erstelle ich nicht nur ein Widget, sondern erstelle vielleicht 2, 3 Widgets und passend zur Seite, ob es jetzt bei mir Videomarketing ist oder das Erstellen von Bannern oder bei der Hilfe für Jonos-Webseiten, dann kann man den Chat so einstellen, dass man die Besucher auf der Webseite dementsprechend auch anspricht. Ja, deswegen finde ich Elfsight auch gut, weil ich hier die Möglichkeit habe, viele Dinge zu beeinflussen, anzupassen, auch grafisch sehr, sehr individuell arbeiten zu können. Von daher mag ich die und empfehle die auch weiter. Arbeite jetzt 2 Jahre mit denen und ich habe noch nie einmal Ärger mit denen gehabt. Ich habe immer eine Hilfe bekommen, großartiger Support und die Community-Seite, die rundet die ganze Sache ab, weil da kommen auch alle zusammen. Ne? Also Profis, Anfänger und das Team von Elfsight sitzt dahinter und hilft. Also ist immer ein großartiger Austausch. Ich verlinke auch die Seite unten unter dem Video in den Beschreibungen und lasst mir auch gerne einen Comment dazu da, was ihr darüber denkt, wie man heute zusammenarbeiten sollte. Ne? Ob es wirklich darum geht, dass es nicht nur um Geld geht, sondern ich sage mal, Austausch ist alles und wie denkt ihr darüber? Würde mich interessieren. Okay, dann haben wir Devices. Hier ist ganz wichtig, weil ich habe bei mir zum Beispiel recht viele Widgets eingebaut und wenn ich die alle auf dem Handy darstellen lassen würde, dann das wird natürlich schon schrecklich aussehen. Ich meine, ich habe schon sehr viel eingebaut, aber das hat auch den Grund, dass ich die Sachen darstellen möchte. Aber auf dem Handy muss man halt Abstriche machen und sich entscheiden, was man jetzt letztendlich darstellt. Und das könnt ihr hier ganz einfach durch einen Knopfdruck könnt ihr sagen, okay, auf dem Handy wird es nicht dargestellt. Ne? Also das ist jetzt ja die Handyansicht und so. Und wenn ich das hier aushake und das dann abspeichere, dann wird es auf dem Handy wird das Modul so wie jetzt hier nicht mehr dargestellt. Okay, dann haben wir hier die Besucher. Oberster Punkt ist halt immer für alle. Ne? Dann der nächste Punkt ist neue Besucher und das ist auch ein schöner Hinweis, wenn ihr mit dem Gratisplan arbeitet und damit anfangt. Wenn ihr nur das Widget neuen Besuchern anzeigen lasst, dann habt ihr wiederkehrenden Besuchern, da das Widget nicht angezeigt wird, wird der Counter auch nicht laufen und ihr habt die 200 Views im Monat nicht so schnell gefüllt und ihr habt länger was von dem Widget. Nur ein kleiner Tipp. Ihr könnt auch so ein Tool, da ist auch wieder eine Möglichkeit, mit einer anderen Botschaft, vielleicht noch ein bisschen persönlicher, klar in dem Willkommenstext ansprechen, dass er ein wiederkehrender Besucher ist. Das sind halt Spielereien, die eine Webseite ein bisschen attraktiver gestalten. Gut, was haben wir hier? Zeit. Ja, wenn ihr Öffnungszeiten habt und ihr wollt, dass die Chatbubble nur angezeigt wird, wenn ihr dann auch am Arbeitsplatz seid, dann könnt ihr das hier wunderbar einstellen. Einmal hier die Tage und hier unten einfach die Zeit. Hier stellt ihr das Verhalten des Widgets auf eurer Webseite ein, indem ihr sagt, es soll auftauchen, sobald die Webseite geladen ist. Ihr könnt sagen, wie lang man auf der Seite verweilt, bevor die Chatbubble auftaucht.
Die Scroll Position ist, das sagt dann an 50%, zeigst du jetzt die Bubble an. Dann würde ich dann so weit runter scrollen und dann würde die aufploppen. Das heißt nichts anderes, wenn ihr über das Tab geht, um das zu schließen, dann würde das Widget laden. Remember Visitor ist auch eine schöne Sache, weil es ist ja jetzt so eingestellt, das ist geschlossen, ihr kommt auf die Webseite und dann seid ihr 5 Sekunden da. Jetzt verstehe ich das auch. Time on Page heißt dann einfach nur, wenn ihr 5 Sekunden auf der Webseite seid und ihr stellt das so ein, dann würde das automatisch aufploppen. Das alles. So, und hier könnt ihr einstellen bei wiederkehrenden Besuchern, dass der nach 2 Tagen, innerhalb von 2 Tagen oder von 3 Tagen zurück auf eure Webseite kommt, wird diese automatische Funktion nicht stattfinden, weil ihr wollt ihm ja auch nicht auf die Nerven gehen, der war ja schon mal da und will jetzt nicht schon wieder, hey, hallo, willkommen, schön, dass du da bist. Ne? Oder ihr nutzt halt einen anderen Chat für wiederkehrende Besucher und der wird dann, ihr habt dann eine andere Botschaft, dann ist es wieder was anderes. Dann wäre es vielleicht auch witzig und würde dem Kunden zeigen, Mensch, hier ist jemand am Werk, der sich wirklich für mich interessiert oder so. Ja? Ich meine, wir haben hier nur eine Webseite und man muss ja mit den Mitteln arbeiten, die man hat. Und dem einen oder anderen Kunden oder Besucher der Webseite wird sowas auffallen und Eindruck hinterlassen. Darum geht es ja, man muss ja irgendwie auffallen. Ne? Okay, das haben wir auch. Hier sind die Farbeinstellungen. Die Schriftart würde ich immer Apply von eurer Webseite nehmen. Also das hat den Grund. Ich habe einen Jonos-Baukasten. Dort sind die ganzen Schriftarten auf deutschen oder europäischen Servern abgelegt. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich da nichts mit zu tun habe. Keinen Ärger habe mit irgendwelchen Schriftarten, weil die kommen alle von Jonos und Jonos hat dann die Verantwortung darüber. Farben einstellen. Ihr könnt einfach hier rumprobieren und passt sofort die Farbe an. Ja, könnt ihr Animationen, die kann man an- und ausmachen. Und hier unten ist der einzige Bereich, wo man dann halt wirklich ein bisschen CSS programmieren können sollte. Aber durch die Elfsight-Community habt ihr dort halt auch Ansprechpartner, die euch einfach fertige Codezeilen liefern für eure CSS, wenn ihr mit einem Screenshot, ihr könnt auch einfach mit dem, habe ich auch schon gesehen, dass welche das auf dem Blatt gemalt haben und dann einfach das Screen abfotografiert und dann hochgeschickt haben. Also die sind halt super cool drauf von Elfsight und die lehnen sowas nicht ab, wenn solche Ideen kommen. Ne? Hauptsache, die verstehen irgendwie, wie sie euch helfen können. Ja? Darum geht es da. Also der Fokus ist da der richtige. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr durch. Dann geht ihr einfach nur auf Add to Website. Und jetzt kommt der Moment auch der Anmeldung. Könnt ihr euch ganz einfach mit Google, mit Facebook oder halt einfach stellt euren Zugang per E-Mail und Passwort. Wir gehen jetzt aber rüber zu meinem Baukasten. Ich habe ja schon eine Anmeldung und ihr könnt das auch, wie gesagt, gerne auf meiner Webseite machen. Habt hier auch direkt eine Übersicht nochmal der Preise und könnt hier diesen Prozess, was wir gerade auf der Elfsight-Seite gemacht haben, könnt ihr auch auf meiner Webseite machen, wenn ihr möchtet. Und lasst mir auch gerne ein Feedback da, ob ihr das sinnvoll findet, ob das auch schön aufgebaut ist oder zu durcheinander, ne, zu überladen, wie auch immer. Lasst mir da gerne was zu in den Bewertungen unter dem Video. Gut. So, jetzt gehe ich hier kurz zu meinem Elfsight, zu meinem Administrationsbereich und ihr seht schon, ich habe einen Plan abgeschlossen mit denen. Ihr seht, das ist der mittlere Plan. Können uns den auch nochmal eben kurz die Preise anschauen. Der Free Plan heißt 0 Euro. Ihr habt pro Kategorie, also Google Reviews oder Social Feed von Facebook, das sind ja alles einzelne Widgets und mit dem Free Plan könnt ihr pro Kategorie ein Widget einrichten. Ja? Und ihr müsst auch immer, natürlich ist das mit Werbung verbunden, das heißt, wenn ihr den Free Plan nutzt und ihr habt das Widget eingesetzt, ist ein kleines Werbebanner zu sehen. Muss man nachvollziehen, ne? Also finde ich absolut okay. Ihr habt ja trotzdem die volle Funktion des Widgets. Ne? Das bietet auch nicht jeder an. So, wie ihr gesehen habt, habe ich hier 5000 Views, also habe ich den Basic-Plan und als kleiner Freelancer, so wie ich eine bin, reicht das vollkommen aus. Wir haben größere Firmen mit Mitarbeitern, wo man auch sich wirklich vernetzt, noch weiterhin mit anderen Firmen, wenn man da sehr aktiv ist, dann lohnt sich schon das Pro-Abonnement,
weil man dann halt auch Widgets aus gleicher Kategorie auf mehreren Webseiten platziert hat. Und dann ist natürlich, multiplizieren sich die Views und dann ist das auch sehr sinnvoll, dann dieses Paket zu nehmen. Aber ne, 20 € im Monat und es gibt oft Rabattaktionen, die sich wirklich lohnen, da zuzugreifen und dann seinen Account einfach zu erweitern dadurch. Okay, genug zum Werbeblock. Wir bauen das Ding jetzt ein. Wenn ihr fertig seid mit der Einrichtung, sieht euer Dashboard genauso aus wie meins. Ihr habt dann halt nur einen Eintrag und wenn ihr fertig seid, dann habt ihr die Möglichkeit, hier auf Add to Website zu klicken und dann habt ihr hier den Code, den ihr benötigt. Ihr habt hier Tutorials, alle auf Englisch. Ich mache es auf Deutsch und ich hoffe, es hilft euch und lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Hier seht ihr die Oberflächen, mit denen Elfsight bereits arbeitet und wofür die Tutorials erstellt haben. Wenn ihr aber gar nicht zurechtkommt, habt ihr immer die Möglichkeit, ein Formular auszufüllen und das direkt an Elfsight zu schicken. Und ich garantiere euch, es kommt eine Antwort. Habt ein bisschen Geduld. Die haben sehr viele Anfragen, weil auch viele Anfänger einfach mit dem Produkt arbeiten, weil halt keine Programmierung benötigt wird. Und von daher habt ihr ein bisschen Geduld. Oder seid aktiv in der Elfsight Community und dann bekommt ihr die Antwort viel, viel schneller. Okay, Klick auf Copy. Wenn ihr das gemacht habt und ich fange jetzt mal bei der Basis an. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach habe hier ein HTML-Dokument erstellt und hier ist ja Anfang und Ende des Body-Bereichs. Leute, die mit WordPress arbeiten, die wissen, was ich jetzt hier mache, aber jemand, der vielleicht nur den Baukasten von Jonos kennt, dem ist das vielleicht hier fremd. Das ist einfach nur ein HTML-Dokument und hier trage ich jetzt das Widget ein, um darzustellen, dass es halt wie einfach es ist, damit zu arbeiten, ne, um das nochmal deutlich zu machen. Hier einfach Copy-Paste, ne, strg-C ist zum Kopieren und strg-V zum Einfügen, vielleicht für Anfänger, die es noch nicht wissen. So, dann gehe ich hier auf Speichern und ihr seht hier, so sieht das HTML-Dokument aus. Ich habe hier oben einfach nur den Text, der hier zu sehen ist, eingetragen und jetzt mache ich einmal einen Refresh. Und dann seht ihr hier schon, ist das Chat-Widget von Elfsight zu sehen. Einmal draufklicken. Na, dann tut er so, als wenn ich schreibe. Na, ist ja einfach eine nette Funktion, ist ja einfach nur Call to Action. Ja, das soll halt Besucher dazu bringen, mit mir auf meinen Social-Media-Kanälen in Kontakt zu treten. Was anderes ist das ja nicht. So. Ja, und das war's schon. Jetzt zeige ich noch eben, wie das im Baukasten eingerichtet wird. Hier habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal ist hier die Möglichkeit, das über das Header HTML, über die Funktion einzusetzen in den unteren Kasten. Und ihr seht schon, ich habe hier schon so ein paar Module eingesetzt. Und hier könnt ihr dann einfach das Widget reinkopieren und dann einmal erneut veröffentlichen. Die andere Variante ist über das HTML-Modul, wenn ihr zum Beispiel keinen Floating-Button nimmt, sondern den möchtet ihr fest einbetten auf eurer Seite, dann zieht das HTML-Modul an die Position eurer Wahl, fügt hier den Code ein und dann war es das auch schon wieder. Ihr könnt auch zum Beispiel eure HTML-Widgets im Creator-Baukasten verbinden mit einer Tabelle, dynamisch arbeiten mit dem Creator Plus. Sehr interessant. Schaut euch gerne mal Videos ein, die findet ihr auch. Und ich blende das gleich mal hier ein. Ich hoffe, ich finde den Spot nachher, wenn ich das Video hochlade. Und dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen, wie ihr eure Inhalte in der Tabelle ablegen könnt und dann mit eurem Baukasten verbinden könnt. Das ist sehr effizient, vor allen Dingen, wenn auch mal vielleicht der Baukasten gewechselt werden soll oder ihr wollt eure Daten weiterverarbeiten fürs Marketing. Gut, so, lösche ich jetzt aber. Ich bin damit durch. Freue mich wirklich, wenn wir uns auch auflesen auf der Elfsight Community Seite. Die könnt ihr dann einfach erreichen, wenn ihr euch angemeldet habt. Seht ihr hier einen Punkt Community und gelangt dann einfach dorthin. Und hier könnt ihr auch hier oben einfach im Suchfenster einmal Jonos eingeben und dann werdet ihr mich finden. Und dann teilt mir auch gerne eure Sorgen mit. Die Fragen, die ihr habt, vielleicht auch zum Baukasten oder zum Elfsight Widget. Die Probleme, die ihr damit habt oder Fragen, die ihr dazu habt. Und dann versuche ich die zu beantworten. Und Helga ist eine super Community Managerin, die euch auch mit dabei unterstützt und auch die anderen, die hier aktiv sind. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen, jetzt kommen ja schöne Sonnentage wieder und es wird lecker warm, also genießt das Wetter und verbringt nicht nur die Zeit beim Basteln, sondern auch draußen an der frischen Luft, das werde ich auch tun. Also bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao.